Wieder an Land geht es zurück nach Hanoi und mit dem Flugzeug rund 800 Kilometer südlich nach Hue, die Metropole der Kaiser. Hue liegt in der Mitte Vietnams, war während der Nguyen-Dynastie zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert die Hauptstadt des Kaiserreiches. Hue bedeutet übersetzt Harmonie. So soll das Leben im Vergleich zu anderen vietnamesischen Städten eher gelassen und entspannt vonstatten gehen. Räucherstäbchen findet man in Vietnam allerorten. Sie haben eine wichtige spirituelle Bedeutung. Zum Neujahrsfest Tet oder zu Vollmond zünden die Vietnamesen Räucherstäbchen auf dem Altar an und beten zu Gott und ihren Vorfahren um Glück und Gesundheit. Hergestellt werden sie aus Bambusstäbchen in Handarbeit. Handarbeit ist auch die Herstellung der traditionellen Mon La, den Kegelhüten aus Reisstroh und Palmenblättern. Mit ihnen verbinden viele Menschen die auf Reisfeldern arbeitenden jungen Frauen aus Vietnam. In der 600.000 Einwohner zählenden Stadt finden sich mehrere Sehenswürdigkeiten aus der Kaiserzeit. Am Stadtrand gelegen liegt die Thien Nu Pagode. Sie gehört zu einer alten buddhistischen Klosteranlage, errichtet um 1601. Den Turm baute man um 1844. Derzeit leben 80 Mönche im Kloster. Die haben seit Jahrzehnten einen geregelten Tagesablauf, der um 3:30 Uhr beginnt, Lernen und Beten, Unterricht, Essenspausen, Karateübungen und mehr enthält und um 21:30 Uhr endet. Auf dem Gelände findet sich ein alter blauer Ostin, der Geschichte schrieb. In ihm ließ sich der Mönch Thit Quan Duc 1963 zu einer Straßenkreuzung in Saigon fahren. Dort verbrannte er sich selbst aus Protest gegen die Buddhistenverfolgung durch den katholischen Diktator Ngo Dinh Diem. Ein Foto davon ging damals um die Welt und trug dazu bei, dass die USA den Diktator Diem fallen ließen. Zurück in die Stadt geht es mit einem Drachenboot auf dem Parfümfluss. Seinen Namen erhielt er, da das Gewässer oftmals angenehm riechen soll. Dafür sorgen viele Blüten, Pollen und Stämme vom Sandelholz des Zinnbaumes, die im Wasser treiben. Ein Muss ist der Besuch der Zitadelle. Sie ist die frühere Residenz der Kaiser. Etwa 80 der einst 300 Gebäude sind erhalten oder restauriert. Innerhalb der Festungsmauern lebte der gesamte Hofstaat. Darin eingebettet findet sich die verbotene Stadt nach dem Vorbild der kaiserlichen Anlagen in Peking. Sie war einst nur für die Kaiserfamilie zugänglich, Normalsterblichen war der Zutritt strengstens verboten. Rein durften auch die Konkubinen des Kaisers. Einer schaffte es auf etwa 500 und rund 140 Kindern in 20 Jahren. Wobei das Leben der Konkubinen schlicht war. Zudem durften sie das Areal lebenslang nicht verlassen. Eine Wahl hatten die auserwählten jungen Mädchen nicht, sie hatten sich zu fügen. Sonst waren sie einen Kopf kürzer. Zu Teilen erhalten sind heute noch der ehemalige Tempelkomplex Tai Thi Miu, die königlichen Gärten oder das kaiserliche Theater
in dem heute noch Musik- und Theatervorstellungen stattfinden. Beeindruckend ist der 1803 erbaute Tai-Hoa-Palast. Hier empfing der Kaiser seine Gäste und er nutzte das Gebäude für zeremonielle Zwecke. Der Kaiser Kai Din, der 12. von 13 der Nguyen-Dynastie, residierte in Hue von 1916 bis zu seinem Tod im Jahr 1925. Er war Kaiser von Frankreichs Gnaden. Er starb jung. Eine seiner Konkubinen beschrieb ihn als physisch schwach und als an Sex nicht interessiert. Schließlich wurde er drogenabhängig und starb an Tuberkulose. In Hue findet sich sein Grabmal, eines von 3 gut erhaltenen Kaisergräbern. Die Anlage ist in einem Hang eingebettet. Besonders prunkvoll ist die Grabkammer. Die Wände sind reich verziert. Aufwendig eingelegte Glas- und Porzellanarbeiten dominieren, Meisterwerke vietnamesischer Handwerker im frühen 20. Jahrhundert. Kai Din suchte sich wie schon seine Vorgänger zu Lebzeiten seine Grabstätte aus. So begann man 1920 mit dem Bau der Anlage. 11 Jahre benötigte man für die Fertigstellung, also wurde sein Grabmal erst nach seinem Tod fertig. Die Zeit reichte für den Besuch eines weiteren Grabmals, das des Kaisers Tu Duc, der von 1847 bis 1883 auf dem Thron saß. Die parkähnliche Grabanlage wartet mit über 50 Denkmälern auf und wurde zwischen 1864 und 1867 von 3000 Soldaten und Arbeitern auf einer Fläche von 12 Hektar erbaut. Viele der Zwangsarbeiter starben dabei. Auf dem See pflegte der Kaiser Boot zu fahren. Auch ein kleiner Wildtierpark zur Jagd findet sich auf einer Insel inmitten des Sees und der luxuriöse Chung Yen Pavillon. Hierher soll sich der Kaiser zurückgezogen haben, um in Anwesenheit seiner Konkubinen Gedichte zu lesen und zu schreiben. Tu Duc hatte trotz etwa 100 Konkubinen keine Kinder. Das eigentliche Grab ist schlicht. Ein Großteil der wertvollen Kunstgegenstände wurde während der vielen Kriege und auch später noch aus den Gräbern entwendet. Manches davon findet sich in namhaften Museen weltweit.